Hallihallo, was geht? Heute reden wir über meinen allerersten Markt. Manche würden sagen, er war ein Flop, aber dazu später mehr. Erst einmal schauen wir uns jetzt ein paar Eindrücke von dem Markt selbst an. Vor lauter Aufregung habe ich total vergessen, mein Mikro zu laden. Also ist das die Audioqualität, mit der wir heute arbeiten. Aber wie man sieht, wir sind da. Der Stand ist aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. 9. Wir sind seit ungefähr einer Viertelstunde hier. Noch keine Verkäufe, aber dafür ein paar sehr interessierte Blicke. Daumen gedrückt halten. Es ist 10:20 Uhr, glaube ich. Aktuell haben wir 0 verkauft. Aber wir haben uns mit dem Organisator unterhalten und der hat gesagt, dass hauptsächlich heute hier Leute sind, die eben Sachen kaufen, um sie dann im Ausland weiter zu verkaufen. Also eher Händler, die von Händlern kaufen. Man sieht es vielleicht, mein Stand ist immer noch genauso voll wie vorher. Es ist 11:30 Uhr und ich habe immer noch nichts verkauft. Aber das trübt auf jeden Fall nicht meine Stimmung. Hallo, wie es nun mal so ist. Unerwartet kommt oft, unverhofft kommt oft. Gerade als ich fertig war, euch davon zu erzählen, dass ich noch nichts verkauft habe, habe ich eines von meinen Zitronentörtchen verkauft. Yay, mein erster Verkauf. Also kann ich definitiv von meinem ersten Markt runtergehen und sagen, ich habe etwas verkauft. Ich habe also eine Sache verkauft. Ich hätte gerne mehr gefilmt, aber ich muss ehrlich zugeben, es war mir dann doch etwas unangenehm, an diesem Tag mein Stativ rauszuholen, mein Handy da reinzuklipsen und so full on irgendwie in diese Kamera zu reden. Deswegen war ich sehr dankbar dafür, dass mein Freund so low-key gefilmt hat. Aber ja, ich habe etwas verkauft und ich habe gleich noch eine Lektion erteilt bekommen, denn ich habe an jemanden verkauft, den ich erst gar nicht für meine Zielgruppe gehalten habe. Ich dachte nämlich, ich würde hauptsächlich meine Sachen verkaufen an vielleicht Kinder, junge Frauen, die auf cutesy Stuff stehen. Aber der Mensch, der was bei mir gekauft hat, war ein mit Ende 30-jähriger Mann, der dann plötzlich vor meinem Stand stehen blieb und sagte, hast du auch Cupcakes? Und ich so, nein, aber ich habe Kuchenstücke, hier einmal so Karottenkuchen und so ein Matcha-Cake und hier ist noch so ein Zitronenkuchen. Und er so, okay, ja, wie machst du die? Und also ich war natürlich total nervös. Es war irgendwie so, ja, also das ist Polymethode und das ist die Knete und das formt man und dann male ich das an und dann packe ich das und dann ist das halt eben mein Schlüsselanhänger. Und er so, okay, cool. Und die Lektion, die ich gelernt habe, ist, jeder kann eine Target Audience sein und man sollte nicht davon ausgehen, dass man weiß, wer was mag und ja, dieser Mensch sieht nicht so aus, als ob dem meine Sachen gefallen könnte. Das war nochmal gut auch zu lernen und zu sehen und zu erfahren. Tatsächlich war das nicht das Einzige, was ich an dem Tag verkauft habe. Ich habe noch 2 weitere Sachen verkauft, nämlich an 2 ganz wunderbar nette, liebe, tolle Freundinnen, die vorbeigekommen sind. Um 12 Uhr in der höllischsten Hitze standen sie auf einmal vor meinem Stand und haben sich was ausgesucht. Deshalb hatte ich dann letztendlich auch meine Standkosten wieder drin, plus 2,50 €, die dann, ja, mein Gewinn waren, I guess. Aber am Ende des Tages bin ich von diesem Markt gegangen, nicht nur mit einem monetären Gewinn in Form von 2,50 €, sondern auch in Form von Inspiration, Motivation. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und mich so dazu motiviert, irgendwie zu schauen, wo kann ich als nächstes hingehen, wo finde ich vielleicht eher meine Nische und noch mehr Leute, die das interessiert. Tatsächlich hat mich das auch so inspiriert, dass ich, als ich nach Hause kam, sofort neue Rohlinge gemacht habe für Kuchenstückanhänger, nämlich einmal Matcha Strawberry und auch noch Red Velvet, die ich jetzt gleich mit euch dekorieren möchte für meinen nächsten Markt dann. Draußen sind es 38 Grad. Ich muss meinen Rollo unten haben. Ich weiß, hier ist es etwas dunkel, aber anders gehe ich hier ein. Ich habe eben schon meinen Ventilator ausgemacht, damit ich hier ungestört aufnehmen kann, aber ich merke es schon, es wird langsam sehr warm hier drin. Ich habe mir überlegt, ich möchte kein Obst da drauf modellieren. Stattdessen möchte ich ein etwas wilderes Frosting drauf machen und werde jetzt meine Kuchenstücke damit einstreichen.
mein Strawberry Matcha Cake habe ich jetzt auch ein rosa Frosting gemacht und außerdem schon eine Mini-Erdbeere modelliert. Miniaturtörtchen zu verzieren ist anscheinend sehr zeitintensiv. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, euch morgen einfach die fertigen Törtchen zu zeigen und jetzt erstmal ein leckeres Abendessen zu genießen. Kleine Planänderung. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich euch die fertigen Teile am nächsten Tag zeige, was ich in gewissermaßen jetzt aber auch tue, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich gedacht habe. Denn, wie ihr seht, wir sind wieder auf einem Markt und ich habe heute schon 3 Sachen verkauft. Das ging alles so Schlag auf Schlag irgendwie, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, großartig irgendwas zu filmen. Aber hier sind wir. Ich bin total happy. Viele Leute fragen total interessiert danach, woraus das gemacht ist. Viele Leute kennen auch Fimo. Ich hatte schon die ein oder andere nette Unterhaltung darüber, was man aus Fimo so alles Cooles machen kann und so. Das war sehr, sehr schön. Ich wurde sogar gefragt, ob ich das 3D gedruckt habe. Und ich so, nein, das ist Handarbeit. Da habe ich mich sehr gefreut. How the Turntables. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so schnell nochmal auf den Markt komme, denn wie bereits erwähnt, es sind irgendwie 38 Grad, es ist so heiß. Die Bilanz ist folgende. Ich habe 2 Schlüsselanhänger auf dem ersten Markt verkauft und einen Magneten. Da habe ich 12,50 € verdient, 10 € Standgebühr, also 2,50 € plus. Auf diesem Markt hatte ich eine super günstige Standgebühr von nur 2 €. Habe meine Sachen natürlich auch ein bisschen günstiger verkauft. Ich habe zum Beispiel einen Croissant-Schlüsselanhänger an eine Frau verkauft, die erzählt hat, dass ihr älterer Vater ihr gerne mal so eine Packung Croissants zu Hause vor der Tür ablegt. Und das finde ich total süß, weil ich mir dachte, oh mein Gott, so jetzt bedeutet mein Croissant-Schlüsselanhänger jemandem etwas und ja, keine Ahnung, macht mich natürlich total glücklich. Trotzdem ein Gewinn von 26 € gemacht. Jedenfalls war es das erstmal für heute. Ich hatte, wie immer, eine ganz wunderbare Zeit mit euch und hoffe, es geht euch genauso. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf mein erster Markt Teil 2. Aber dann ist ja gar nicht mehr mein erster Markt. Mein Markt Teil 2. Ich gehe auf einen Markt Teil 2. Mal sehen. Ihr werdet es schon sehen. Irgendwo in dem Titel wird Markt stehen. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt da auch wieder Lust drauf. Falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt für Schlüsselanhänger, Magneten etc., lasst es mich wissen. Ich spüre, wie es mir unter den Fingern juckt. Ich kann es gar nicht erwarten, nachzuproduzieren. Aber bis dahin verabschiede ich mich erst einmal und hoffe, ihr geht nicht ein in dieser Hitze. Ich hoffe, ihr trinkt genug. Und ich hoffe, es geht euch aber auch gut. Und dann sehen wir uns sehr bald wieder. Bye!